Ach, das muss Jahrzehnte her sein. Ich weiß wirklich nicht mehr, wann das genau war. Ich weiß aber eins, dass ich Mitte der 90er Jahre das erste Mal in Ravensbrück war. Ich hielt hier meine erste Rede überhaupt und ich denke, wenn ich jetzt so überlege, Sie mir die Frage stellen, ist das der Beginn überhaupt meiner politischen Arbeit? Ja, es war der Beginn meiner politischen Arbeit. Und ich würde sagen, wie soll ich sagen, es ist für mich die Begegnung mit den Orten des Grauens äh, und das Lager Ravensbrück ist ja ein Ort davon, ist für mich stets sehr schmerzvoll. Denn ich verbinde mit Ravensbrück das Andenken an, an meine Großmutter Luise Herzberg, die hier in Ravensbrück inhaftiert war und die alle außer meinem Vater all ihre Kinder verlor. Sie wurde direkt vom Lager Marzahn nach Ravensbrück deportiert. Und immer wenn ich in Ravensbrück bin, dann frage ich mich, welchen Weg ging sie hier im Lager? Welchen Weg beschritt sie? Vielleicht genau den ich jetzt gehe. Und dann frage ich mich, wie unermesslich muss die Angst und die Sorge und die Sehnsucht nach ihren Kindern gewesen sein. Ihre Kinder waren in Auschwitz und in anderen Konzentrationslagern. Und alle bis auf meinen Vater sind dort umgekommen. Heute verbinde ich mit dem Ort Aufklärung, Aufklärungsarbeit, Bildungsarbeit, Engagement, politisches Engagement. Und ich frage mich dann, wie wir diesen Orten eine Stimme geben können. Und das genau tut die Gedenkstätte Ravensbrück. Denn wir müssen uns alle fragen, wie wir den Erinnerungsorten eine Stimme geben können, die weit über das bloße wissenschaftliche Aufarbeiten im Rahmen eines wissenschaftlichen Diskurses hinausgeht. Denn es gibt ja kaum noch Zeitzeugen. Und der Tod der Erlebnisgeneration bedeutet einen großen Verlust für uns. Mit zunehmendem Abstand wird sich wahrscheinlich auch das Gedenken verändern. Wir müssen aufpassen, dass das nicht zu einem Ritual, ich sage es jetzt mal salopp ausgedrückt, verkommt. Und ich wünsche mir, dass die Bedeutung der authentischen Orte, so wie Ravensbrück, erhalten bleiben und sogar wachsen. Denn je größer der zeitliche Abstand, desto wichtiger ist die fundierte Information. Und hier sehe ich den Anknüpfpunkt eines Erinnerungsortes wie Marzahn. Das ist mein Wunsch.